Moinsen Leute, willkommen hier zurück zu The Walking Dead Survivors. Heute mit einem neuen Video und zwar die Truppenmischung, ja, hier im Jahre 2025 im Spiel. Die nimmt so langsam Fahrt auf. Ihr kennt ja mein vorheriges Video mit Rick, Dwight und Ezekiel, wo ich gesagt habe, mehr Truppen ist nicht unbedingt ein Sieg. Ich habe viele Nachrichten bekommen und die sagen natürlich, mehr Truppen ist ein Sieg und nein, das ist nicht immer so. In dem Video sind zwar die falschen Schlüsse gezogen worden bezüglich des Chemie-Teams, weil das Chemie-Team wurde als aktiv angezeigt, war es aber natürlich nicht. Natürlich, das müssen die Entwickler ein bisschen ändern. Aber in diesem Video gehen wir jetzt mal diese Berichte durch. Und vorher schauen wir uns ein Video an. Ja, das zeige ich euch mal hier im Hintergrund. So, hier im Video sehen wir, wie Bullseye Lockdown angreift. Ja, Lockdown stand ohne Schild. Und von den Diskussionen mal jetzt davon abgesehen, ob einige Big Wale hier Entwickler sind oder nicht. Also meine ehrliche Meinung ist dazu, wenn das mein Spiel wäre, natürlich würde ich Entwickler in das Spiel schicken. Aber nur um zu wissen, wieso das Gefühl ist. Ja, haben wir was falsch gemacht? Können wir was verbessern? Wenn das wirklich Entwickler sind, ja, ich weiß es nicht zu 100%, können sie auch machen, wie sie möchten, aber dann haben sie definitiv übertrieben, ja, nicht jeder Entwickler kann hier ein Mega-Wal sein, weil das gibt ein schlechtes Bild ab. Wie gesagt, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ihr könnt ja mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Bei manchen sieht es so aus, ja, da gibt es so einige Ungereimtheiten, aber wie gesagt, nichts ist so 100% fest, nichts steht fest, wir sehen das nicht, wir wissen es nicht, aber meine Meinung ist, ja, es können Entwickler im Spiel sein, aber nur um zu gucken, ob das Spiel flüssig läuft, ob es Bugs gibt oder was weiß ich was, aber nicht so übertreiben mit, ja, wir haben hier alles, na, da kommt was Neues raus und 2 Minuten später haben sie alles. Na, das gab es alles schon und das deutet natürlich darauf hin. Aber wir schauen uns jetzt erstmal, okay, wir legen das Thema erstmal beiseite. Ja, das ist ein viel diskutiertes Thema zurzeit und ja, wir schauen mal. Okay, also wir sehen hier, Bullseye greift Lockdown an. So, da sehen wir das. Und nicht nur Bullseye ist dabei, sondern auch, ich glaube, Atlas war dabei, Tokesh und Grüße gehen erstmal raus. Und Lockdown ist, glaube ich, weggeportet worden. Ja, diesmal hat er kein Schild gezogen. Hier sehen wir, Atlas kommt auch noch mit dazu, Tokesh greift an und Bullseye greift mit Rubinen an, also er nimmt Speed-Ups, ne, mit Rubinen und da ist er weg. Ja, Lockdown ist weg und wir gehen jetzt wieder ins Spiel zurück. So, meine Freunde, da sind wir wieder im Spiel zurück und wir schauen uns jetzt mal die Berichte an. So, da ist der Bericht Nummer 1. Also, wie gesagt, wie immer, es geht mir nicht darum, dass Lockdown ohne Schild stand, er angegriffen wurde und gebrannt hat und weggeflogen ist. Darum geht es, wie gesagt, nicht hier in diesem Video. Bullseye hat die Formation Rick, Dwight und Ezekiel genommen. Na? Lockdown hat die Formation, also die Ezekiel-Crew genommen mit Michonne, Ezekiel und Jesus. Beide sind so, kann man sagen, gleich stark. Bullseye hat in der ersten Runde, können wir ja mal sehen, sage und schreibe 605 Truppen verloren. Ne, er ist mit 32.809 Truppen gestartet, hat die erste Runde gewonnen, hat er noch 32.204 Truppen übrig gehabt. Jetzt gehen wir mal weiter. Und jetzt sehen wir diesen direkten Vergleich. Die 32.204 Truppen standen zum Anfang da. Am Ende waren es 26.075. Und bei Lockdown ist das ein immenser Verlust, ja, von 31.000 auf 19.000 Truppen runtergegangen. Das ist echt heftig. Und was ich euch sagen wollte, Moment, wir gucken mal hier rum. So, da seht ihr nochmal die Crew, ne? Keine Chemie. Lockdown hat natürlich Chemie, müsste man hier meinen, weil hier steht Cavalry Attack of Survivors Crew 30% aktiv. Ja? Kavallerie, ja, Lebenspunkte aktiv, na, plus 30%, das seht ihr hier. Aber Lockdown nutzt keine Kavallerie, also ist der Chemiebonus hier nicht aktiv. Was hier aktiv ist, ist der Speed. Okay, so viel dazu. Wie gesagt, Bullseye hat keine Chemie und wir sehen hier, Bullseye hat mit Rick 9.800 Truppen. Michonne 9.169. Wiederum aus meinem vorigen Video, mehr Truppen heißt nicht, du gewinnst. Dieses Team um Rick, Dwight und Ezekiel hat doch ein enormes Potenzial, die Ezekiel-Crew zu schlagen. Das sehen wir hier im Hintergrund und ihr müsst euch vorstellen, die Ezekiel-Crew, die ist schon stark. Und wir können hier sehen, dass die Crew von Bullseye mehr Prozentpunkte hat, ja, mehr Buffs. Das heißt im Endeffekt, wir können noch mal weiter runter scrollen. Hier ist Dwight gegen Ezekiel. Dwight ist ein ja, defensives Monster. Ja, er kann viel einstecken. Ezekiel verursacht viel Schaden. Das beißt sich natürlich so ein bisschen. Ne? Ezekiel macht mehr Schaden. Dwight kann viel einstecken.
ja, wie lange hält das stand, ne? Und Dwight macht es hier ganz gut, weil Dwight hat hier 9600 Truppen und Ezekiel hat über 12.000 Truppen. Das heißt, ja, dass er natürlich mehr verliert. Gut, dann ist Bullseye dran mit Ezekiel gegen Jesus. Bullseye hat hier 12.700 Truppen zu 9.146 Truppen. Und dadurch, dass er Ezekiel hinten hat und der auch mit Scharfschützen gespielt wird, gegen Nahkampf, hat er natürlich enorm viele Buffs. Bis zu 400% mehr. Und hieraus können wir erkennen, dass mehr Truppen nicht gleich unbedingt ein Sieg heißen muss. Ne? Die Truppenanzahl spielt hier in diesem Kampfbericht wirklich keine Rolle. Das habt ihr ja hier gesehen. Bullseye hat summarum so 6.000 Truppen verloren, ne? 6.129 und Lockdown 11.267. Ne? Das ist echt enorm. Die anderen Kampfberichte kann ich euch auch zeigen, aber das bringt nichts, weil ja, Lockdown hat dann immer weniger Truppen, Bullseye hat dann mehr. Und da gewinnt Bullseye natürlich, weil er ja die ganzen Truppen weggeklatscht hat. Ne? Okay, gut. Also, wie gesagt, die neue Crew. Ja, was heißt die neue Crew? Ja? Also, diese Zusammenstellung, die ist schon gut. Aber ihr seht es hier schwarz auf weiß. Es funktioniert. Was sagt ihr dazu? Schreibt mal gerne eure Meinung in die Kommentare. Also, wie gesagt, ich wurde eines Besseren belehrt. Ja? Gut, ich habe zwar recht gehabt, mehr Truppen bedeutet unbedingt nicht ein Sieg. Ja, keine Ahnung. Ja? Also, Michonne und Jesus haben wirklich Fähigkeiten, die sind einzigartig. Aber anscheinend sind Rick und Dwights Fähigkeiten hier in dieser Zusammenstellung, ja, ist es was Besonderes. Ne? Das heißt, wir können auch mal sehen, Rick hat Kills from Skills 3000. Ne? Michonne nur 653. Wir gehen mal bei Dwight gegen Ezekiel, ja, ein Held, der über 15.000 Euro kostet. Dwight hat hier 2680 Kills from Skills. Und Ezekiel 2925, minimal mehr, ne? Obwohl das ein Held ist, der kostet viel und der kann alles, der ist super. Und hier ist Ezekiel klar im Vorteil gegenüber Jesus. Ja, also musste man sich überlegen, okay, warum ist das so? Natürlich sind es auch die Fähigkeiten von Rick und von Dwight. Und Dwight ist natürlich ein PvP-Monster in der Verteidigung und das kommt ihm hier zugute. Ja? Genau, gut, ist clever eingesetzt, ne? Dwight in der Mitte, viel Abwehr. Ezekiel in der Mitte, viel Angriff. Ezekiel hatte mehr Truppen, Dwight hat weniger Truppen. Schreibt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Was soll ich dazu sagen? Wir sehen uns im nächsten Video. Macht es erstmal gut. Bis dann. Euer Sultai.